Das ist Laura Schelchli. Laura lebt für gutes Essen und ihre Leidenschaft sind Geschichten von den Leuten, die genau das Essen jeden Tag machen. So kommt es, dass wir jetzt mit ihr in der ganzen Schweiz unterwegs sind, um die spannendsten von diesen Persönlichkeiten zu treffen und etwas von ihnen zu lernen. In dem Fall von Miss Marshall. Ein, wenn man so will, konzeptbasiertes Guerilla-Edelglasse-Pop-Up-Trio. Elif Oskan und Markus Stöckle haben sich in der Küche von The Fat Duck in England kennengelernt. Eines der besten Restaurants weltweit. Der Miguel Ledesma ist Sommelier, Teilhaber vom Zürcher Restaurant Maison Manesse und zurzeit freischaffend. Zusammen haben sie 2015 Miss Marshall gegründet. Und heute wohnen sie zusammen. Wer war Miss Marshall? Agnes Bertha Marshall ist eine bekannte Köchin in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Insgesamt hat sie 4 Kochbücher geschrieben, ein Magazin herausgebracht und ist vor allem für ihre gekühlten Desserts bekannt gewesen. Zusammen mit ihrem Mann hat sie eine Kochschule geführt. Außerdem hat sie eine Glassemaschine patentiert, die in nur 5 Minuten hat Sachen gefrieren und hat Visionen gehabt, wie sie mit flüssigem Stickstoff Glasse herstellen können. Das hat 200 Jahre später der Heston Blumenthal, Chefkoch von der Fat Duck, inspiriert, um mit flüssigem Stickstoff zu kochen. Das erste essbare Gourmet geht übrigens auch aufs Konto von der Mrs. Marshall. Vorher hat man beim Glassestand stehen bleiben, bis man das Glasse aus einem Gefäß geschleckt hat und es dann zurückgeben, damit es in einem Wasserkübel ausgewaschen worden ist. Merci, Agnes. Was ich wirklich möchte wissen, was hat es im Glacé drin? Natürlich hast du die Milchbasis-Sachen, das ist so klassisch italienisch, sind die Gelatis, oder? Sobald etwas mit einem höheren Fettanteil kommt, sobald es so in Rahm, Sauerrahm, saurer Halbrahm, alles dazukommt zu der Milch, oder? Und Ei ist Glasse. Was wir jetzt am Morgen für unsere Freunde machen wollen, hängt ganz davon ab, wie das Menü sein wird. Und wenn sie ein neues Glasse ausprobieren, dann machen sie das auf ihre Art. Nämlich als eine ganzheitliche kulinarische Erfahrung. 5-Gang-Menü mit Glasse zum Dessert. Es ist ja nicht so, dass wenn wir zusammenhocken am Abend irgendein Rezept aufschreiben und das ist es dann. Das ist immer der Prozess. Und das Einzige, was uns in den Sinn kommt, ist vielleicht, dass wir gerade am Wochenende mit der Quarterhexe in den Wald gehen oder sowas machen. Au! Wir müssen mal querfeld eingehen. Ich habe gedacht, wir gehen jetzt im Wald und dann ist es easy. Und wenn wir einen Ameisenhaufen sehen, einen riesengroßen an einem Baum, dann müssen wir unbedingt anhalten. Das heisst, das hat hart. Darf man das überhaupt? Weiß nicht. Easy. Ist Moos geschöpft. Für was nimmst du Moos, Miguel? Er tut es putzen, nachher frittieren. Nein. Dann isst er es als Snacks. Was eben süß, sauer, salzig, bitter, umami ist, es muss in einem eleganten Einklang sein. Es ist immer ein Balancespiel. Vor allem in der Dessertwelt. Wo gibt's Harz? Du musst dich ein bisschen beruhigen. Wenn du es so fest suchst, findest du es nicht. Das ist wie in der Liebe. I found it. Oh. Migi, was machen wir, wenn wir kein Harz mehr finden heute? Brauchst du den noch? Ja, immer einen Schritt weitergehen. Also sich immer eine neue Challenge setzen, neue Sachen ausprobieren. Musst du probieren, einfach lecker. Sowas, meinst du sowas für Infusion? Cold Infusions. Yes. Ja, wir tun in diesem Fall einfach 2 kalte Zutaten zusammen. Eine flüssige und eine trockene. Oder eine frische. Mit der Flüssigkeit aromatisieren. Wenn ich eigentlich Eistee daheim mache, ob es jetzt mit frischen Zutaten ist oder mit getrockneten, dann tue ich eigentlich wie einen kalten Aufguss machen und lasse den stehen. Natürlich kann man das so Freestyle machen, also du müsstest es nicht abwägen. Aber ich denke mal, wenn du es aufschreibst und du einmal etwas hast, was so gut war, und dann musst du dich beim nächsten Mal nicht fragen, hey, wie habe ich das gemacht? Wenn du den Prozess verstehst, kannst du eigentlich kreativ werden. Also unter dem Strich nimmt man eine trockene Zutat wie Tee und eine flüssige wie zum Beispiel Wasser. Anschliessend bestimmt man die Menge von beiden Zutaten ganz genau. Man definiert die Dauer der Infusion und die Wassertemperatur. Dann hat man zum Beispiel Eistee. Danke, Elif. Sehr gerne. Da kann man sich richtig austoben. apropos austoben. Elif, bringst du das Tüchli? Bibi! Ich muss mir das mal ein bisschen energischer sagen. Elif! Geh trinken ohne mich, Ja, heute Abend. Also wir haben eigentlich erstmal ging es mal wieder um eigentlich eine Dessertkomponente, was wir noch ausprobieren wollten. Jetzt kochen wir natürlich auch noch etwas und dann am Schluss Glasse, dass das dann auch stimmt, oder, von der Dramaturgie. Die Leute kommen Dann übrigens in 3 Stunden.
Ein 5-Gang-Menü für 10 Personen von Miss Marshall fängt mit einem Hauch von Bergamott an. In einem Heliumballon. Zwiebelfluikel, Radi mit Hichiki, dann ein bisschen Gemüse, das erkläre ich nicht, das war jetzt so eine Stelle Edition, können Sie selber ausfinden, haben wir heute alles auf dem Markt frisch gefunden. Bei der Artischocke, die Außenblätter zuzeln und dann innen die inneren Blätter am besten lassen und einfach reinbeißen. Trüffelspätzle, T-Bone, fucking Lamb mit Kaviar. Lamm und Kaviar, weil wir werden es nicht würzen mit Salz. Kaviar macht einfach Sinn, weil es einfach besser schmeckt. Und hier haben wir noch einen Hofdeckel. Weniger elegant, aber trotzdem easy. Schlussendlich der grosse Moment. Eisenkraut 24 Stunden in kalte Milch eingelegt und dann mit Stickstoff eingefroren. Als unsere Ice Cream Regulars und gerne das Feedback. Ich glaube, das spielt für uns alle. Der Weg ist das Ziel. Wir können jetzt nicht sagen, was in x Jahren passiert. Und vor allem gehen wir immer wieder zurück zum Ursprung. Wer war Mrs. Marshall? Deswegen auch nennen wir uns Miss Marshall. Weil wir noch in einer absoluten Pubertätphase stecken. Wir probieren aus, was funktioniert da, welche Richtung wollen wir da hingehen. Schön gesagt. Hat er schön gesagt.